Hallo meine Damen und Herren, ich bin's, der Ozan Koçbay aus Montenegro. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel, Damen und Herren. Meine Damen und Herren, da müssen wir jetzt gerade sofort anfangen, weil es geht um die nächste Woche von dem astrologischen Mathematik. Da bitte ich Ihnen zuerst einmal Like, verfolgen und, wenn es natürlich möglich ist, Kommentare hinterlassen. Also, da fangen wir sofort an, öffnen wir unser Solarfire und Montag, der 27. April. Da sehen wir die Planeten, den Algorithmus von den Planeten, und zwar, da werden wir jetzt gerade sofort nachvollziehen, recherchieren. Der Uranus ist im Zwillinge, der Venus auch, aber für uns ist es wichtig, wo die ganze Woche der Mond sein soll. Montag ist der Mond am 27.04.2026, Jungfrau. Dienstag, Jungfrau, das können wir hier verfolgen. Mittwoch, Waage. Donnerstag, Waage. Freitag, Skorpion. Samstag, Skorpion. Und Sonntag, Skorpion. Das heißt für uns einmal Erde, Jungfrau, einmal Wasser, Skorpion, und einmal Luft, Waage. Da öffnen wir sofort unsere Mathematik. Und Jungfrau hat den Element Erde. Und in Mathematik hat er einen Wert von Minus, weil es Erde ist. Waage ist der Luft und hat den mathematischen Wert Plus. Skorpion ist Wasserelement und hat den mathematischen Wert Minus. Das heißt, nächste Woche haben wir bei dem Mond 2 mal Minus, 1 mal Plus. Wir fangen mit Minus an, das heißt, dann müssen wir Mühe geben, weil es in Negativ ist. Mitte in der Woche ist es Plus, da haben wir einen Vorteil beim Waage. Trotzdem Mühe geben, diszipliniert sein und logisch bewegen. Ende der Woche ist es beim Skorpion wieder Minus. Da müssen wir wieder Mühe geben als erstes. Was bedeutet Jungfrau? Jungfrau bedeutet Neuigkeiten. Die Neuigkeiten aufbauen kann man nur mit Minus machen, nicht mit Plus. Wenn du Minus mal Minus macht, wird das automatisch in Mathematik Plus. Deswegen müssen wir am Montag die Neuigkeiten akzeptieren. Wenn wir die akzeptieren, dann wird es automatisch Plus. Und dann geht der Mond zur Waage. Wird dein Plus, die Waage, die Richtung, den Balance ändern. Nachdem der Balance geändert wird, müssen wir uns transformieren. Transzendenz. Das heißt, wir werden uns ändern müssen. Weil, wenn die Balance von draußen aus geändert wird und wir das verfolgen und Mühe geben, es wird sowieso mit uns geändert. Wir
kümmern uns darum. Ganz diszipliniert. Aufbauen. Wenn wir anfangen aufbauen, wird der Balance sich automatisch ändern. Da kommt der Plus von Waage. Und wenn wir den Balance ändern, der Balance ändert uns auch. Dann gehen wir mit dem Balance zusammen zu Transformation. Und das ist Skorpion. Das ist total Skorpion. Und wo ist die Sonne? In Stier. Stier hat in Mathematik den Wert Minus. Wo ist der Venus, der sich um die Geld und Kommunikation kümmert? In Zwillinge. Ein Plus. Zwillinge hat den Plus. Wo ist der Mars? In Widder. Widder hat den mathematischen Wert Plus. Wo ist der Uranus? In Zwillinge. Er war im Stier, jetzt ist er im Zwillinge. Und Zwillinge hat den mathematischen Wert Plus. Und der Pluto ist in Wassermann. Wassermann hat den Wert von Plus. Merkur. Merkur ist in Widder, hat den mathematischen Wert Plus. Also, nächste Woche haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus und 6 plus und 2 mal Minus. Das bringt uns zu plus 4. Nächste Woche haben wir den Vorteil mit plus 4. Da müssen wir aber aufpassen, weil die Sonne, die Energie aus Minus kommt, von Stier, damit wir uns unsere Werte schützen, bewahren und erneuern können. Wie werden wir das erneuern? Wenn der Mond, wo die Sonne in Stier ist, wird der Mond Anfang der Woche in Jungfrau sein. Minus mal nicht mehr. Das ist keine gemeinsame Tätigkeit. Da müssen wir dazwischen das hier klären. Wenn wir reingehen ins Thema und Mühe geben, dann können wir Minus mal Minus Plus machen. Und die Neuigkeit akzeptieren. Ganz logisch und diszipliniert. Wenn wir das tun, gehen wir automatisch zu Plus. Der Mars, der Merkur, der Venus ist vollkommen in Plus. Der Venus bringt uns die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten, bei der Kommunikation, die reichen Möglichkeiten, bei Zwillinge total Kommunikation und weitergeben heißt mit der Kommunikation. Der Mars ist mit dem Merkur zusammen in Widder. Widder ist die erste Wohnung, das werde ich jetzt gerade von hier auch beibringen. Sofort öffnen. Erste Wohnung. Die erste Wohnung wird von Widder geführt. Die erste Wohnung war, wie wir den Leben akzeptieren, entgegennehmen. Wenn wir es entgegennehmen, dann machen wir sofort daraus unsere Werte. Unsere Werte ist die zweite Wohnung. Nachdem werden wir nachdenken mit der dritten Wohnung, wie wir es verbessern können. Und die dritte Wohnung gehört Zwillinge. Der Venus ist gerade dort, beim Zwillinge. Mars, Merkur ist hier in der ersten Wohnung für Annehmung, positive Annehmung und danach mit der Sonne. Die Sonne ist hier, wie Sie es sehen, und der Venus ist auch hier, wie Sie es sehen. Der Uranus ist auch hier, wie Sie es sehen, und der Jupiter ist in der 5. Wohnung. Da müssen wir sofort, so schnell wie möglich, nächste Woche die Neuigkeiten akzeptieren und
Danach mit den Neuigkeiten den Balance ändern und am Ende transformieren zu dem neuen Level, Leute. Nächste Woche ist er mathematisch mit +4. Zweimal mit Mond minus. Da müssen wir an unsere Gefühle achten. Es muss logisch und Mathematik sein. Der Reaktion, die wir zeigen. Wenn wir die Reaktionen mit Gefühle zeigen, das heißt dann negativ, dann gehst du zum Negativ rein, weil da kein mathematisch gültig ist. Und wenn da kein mathematisch gültig ist, dann verlierst du den Balance. Fertig, aus. Das wird nächste Woche total so passieren. Und nebenan, jawohl, da werden wir auch sofort nachvollziehen, wie das bei den Planeten aussieht. Richtig. Beim Wetter, wie sieht es bei dem Wetter aus? Der Wetter, ihr werdet nächste Woche, 6. Kann ich das Wert sich sofort von hier zeigen. 6., 7. und 8. Wohnung. Wo ist der Stier? Hier. In der 2. Wohnung. Ihr werdet neue Organisationen. 6. Wohnung heißt Entscheidung treffen, Organisation aufbauen und damit ernste Entscheidungen treffen müssen. Und mit dieser ernsten Entscheidung werdet ihr gegen die Konkurrenz laufen. Und wer von dort aus, von der Konkurrenz, von ihnen verlangen wird, ob ihr die finanzielle Leistung von denen auch steuern können, da werdet ihr auch von dort aus die Werten rauskriegen. Also einmal deine Werten von deiner Organisationen, wenn es die ernste Abschluss ankommt in der 7. Wohnung und du damit, wenn der Mond zu Skorpion geht, es public vorstellst, dann wirst du auch mit der Transformation von anderen Angebote bekommen. Aber dort darfst du nicht mit deinen eigenen Werten rechnen. Kannst du nicht, weil die gehören dir nicht. Nachdem du von den anderen Leuten die finanzielle Leistung mit Plus rechnen würdest, dann wirst du von dort aus auch zu deinen eigenen Werten Plus bringen. Die Astrologie, mathematisch, wird nächste Woche für den Sternzeichen und also dein Widder einfach so laufen. Und du wirst lauter Kommunikation haben, weil dein Venus in deiner 3. Wohnung ist, beim Zwillinge. Und von der 10. Wohnung, der ist nicht der 10. Wohnung, 4. Wohnung, wird der Jupiter sein. Du wirst die Möglichkeit haben, von der finanziellen Leistung von dem anderen und von deiner gemeinsam deine eigene Hauptzentrale, die 4. Wohnung, dein Hauptbahnhof von deinem Leben verbessern können. Wenn du es natürlich den mathematisch mit dem logisch behandelst. Sonst nichts, lieber Widder. Danach kommt der Stier. Beim Stier ist es 4., 5., 6. Bei 2. Wohnung ist Zwillinge, 3. Wohnung Krebs, 4. Wohnung Löwe, 5. Wohnung Jungfrau. Vorstellungen mit den Neuigkeiten akzeptieren, die Vorstellungen. Die Sonne ist sowieso in deiner 1. Wohnung. Du wirst die Möglichkeiten recherchieren und danach vorstellen. Nach der Vorstellung musst du Feuer frei sagen
Nachdem wirst du das in der Organisationen bringen und danach die Richtung ändern müssen, aber dafür musst du die Entscheidungen treffen müssen, lieber Stier. Weil der Venus ist in deiner zweiten Wohnung. Zweite Wohnung gehört normalerweise dir. Du führst die zweite Wohnung. Und weil da Zwillinge ist, wirst du mit lauter Verbindungen, egal Sozialmedia, egal draußen, du wirst da neue Möglichkeiten finden, die Erneuerungen, den Update akzeptieren, vorstellen, Mühe geben, fortfahren. Natürlich, wenn der Mond in Waage ist, es wird dir fremd kommen, weil du wirst geführt von Venus und der Waage auch. Ihr habt den gleichen Planet. Und der Waage ist genau in der Rückseite von Venus. Ist für dich Dunkelheit. Deswegen kann es dir fremd kommen. Aber darfst du nicht. Du musst mathematisch und logisch akzeptieren, dein Algorithmus verfolgen, keine Gefühle, nichts, nur vorstellen, bearbeiten, Entscheidung treffen, Richtung ändern. Fertig, aus, lieber Stier. Nächste Woche. Jetzt kommen wir zu Zwillinge. Liebe Zwillinge, wie sieht es bei dir aus? 4., 5. und 6. Wohnung, richtig? Ja. Zweite Wohnung, Krebs. 3. Wohnung, Löwe. 4. Wohnung, Jungfrau. Das bedeutet, dass du nächste Woche bei deinem Leben, bei der Hauptzentrale, dein Lebenshauptzentrale, die 4. Wohnung, dein sicherster Platz, dort werden Neuigkeiten ankommen. Und du musst die akzeptieren. Weil der Saturn in der 11. Wohnung sagt, du musst es mit der Außenverbindung vereinbaren und die Neuigkeit annehmen. Nachdem du die Neuigkeiten annimmst, kannst du die Neuigkeiten mit deiner Sicherheit vorstellen und aufbauen können, weil der Venus ist bei dir vor der Tür. Nachdem werden sich alle deine Routine transformieren. Du wirst total neue Routine haben müssen, Neuigkeiten, die alte musst du, die jetzt gerade Minus werden, musst du deleten. Oder Minus mal Minus und Plus. Erneuern. Das musst du diese Woche ganz diszipliniert eintragen und die Autoritäten werden von dir es verlangen, weil der Saturn ist der Autorität, ist in deiner 11. Wohnung und ist sogar in Außenverbindung. Er wird dir sagen, wenn du mitmachen möchtest, musst du bei deiner persönlichen Lebensart diese Regelungen vereinbaren. Wenn du damit bereit bist und einverstanden bist, musst du uns es beweisen. Fertig, aus, lieber Zwillinge. Und du wirst auch die Zeit und die Möglichkeiten bekommen. Du musst nur dein Mathematisch und dann logisch verfolgen. Nichts anderes. Fertig, aus. Jetzt kommt der Krebs persönlich. Der Krebs persönlich. 2. Wohnung, Löwe. 3. Wohnung, Jungfrau. 4. Wohnung, Waage. Und 5. Wohnung, Skorpion. Die Sonne ist in deiner 11. Wohnung. Da müssen Sie von der Außenverbindung, was du vorher bearbeitet hast und es zurück ankommen wartest, musst du
und der Venus ist jetzt gerade in deiner 12. Wohnung, die alte Verbindungen werden in den nächsten 3 Wochen bei euch, lieber Krebs, landen, ankommen. Du musst alle bearbeiten müssen. Wenn du was Neues vorhast, da wirst du Unglück haben. Warum sage ich Unglück? Weil du zuerst mit dem Alten beschäftigt sein musst. Die musst du abschließen. Und es wird nächste Woche anfangen. Am liebsten musst du den Mond hier nutzen, in der 3. Wohnung. Nachdenken, verfolgen, bearbeiten. Nachdenken, verfolgen, bearbeiten und danach deine Lebensbalance ändern. Deine Lebensbalance ändern. Dann kannst du erst, wenn der Mond in Skorpion landet, dann kannst du erst alles vorstellen und erneuern. Aber zuerst musst du nächste Woche alles von vorne bearbeiten, damit du dich zu dem nächsten Level vorbereiten kannst, lieber Krebs. Wenn du sagst, nein, das werde ich später oder ich habe keinen Mut dafür, dann wirst du die Rechnung bezahlen. Von A bis Z. Das ist ganz logisch, weil der Saturn ist bei dir in der 10. Wohnung. Kannst du nicht. Auch wenn du es versuchst. Versuch mal, was passiert. Das wird K.O. gehen. Mathematisch macht niemals Fehler. Und wenn du es machst, wird danach auch die Konkurrenz ankommen. Was ist dann passiert? Hast du alles vorbereitet, was wir von dir wollten? Konnte ich nicht. Ich habe es versucht, aber ich müsste auch gleichzeitig mich mit dem Venus beschäftigen, mit dem Alten. Okay, was hast du da getan? Ich konnte auch das nicht machen, auch das nicht machen. Fertig aus. Eine dicke Rechnung, lieber Krebs. Nutz die Vorteile richtig. Du kannst auch das erklären, auch das klären. Woher wissen wir das? Weil der Venus in Zwillinge ist. Er erlaubt dir das. In die Richtung geklärt, ja, jetzt schneller zu die Richtung. Du wirst die Zeit bekommen. Nicht Angst haben und nicht, du musst riskieren. Du musst riskieren. Sonst geht's nicht. Sonst wirst du beides verlieren. Und danach wärst du in der Hand, Ende nächster Woche, wo jeder zur Transformation geht, stehen bleiben. Was habe ich getan, um Gottes Willen? Kannst du nicht, darfst du nicht. Und jetzt kommt der Löwe. Der Löwe. Der Mond wird zuerst bei deiner 2. Wohnung sein. Eigene Werte und für die eigenen Werte Neuigkeiten. Total Neuigkeiten. Wo ist der Venus? Jetzt gerade. 12. Wohnung Krebs. 11. Wohnung Zwillinge. 11. Wohnung. Deine Außenverbindungen werden sehr, sehr aktiv sein. Richtig. Sehr, sehr aktiv sein. Wo die Sonne jetzt gerade auch bei deiner 10. Wohnung ist, das musst du mit deiner, stell dir vor, 10. Wohnung, da ist der Stier, Sonne ist da, gibt dort Aktion, erneuern, noch mehr bitte, noch mehr bitte, noch mehr bitte. Mit was denn? Mit deiner Außenverbindung, wenn es ist dort, beim Zwillinge. Okay, und wo ist der Mond? Bei deinen eigenen Werten Anfang der Woche. Deine eigenen Werten mit dem Außenverbindungen erneuern, ein Update vereinbaren. Nachdem du es getan hast, kannst du entscheiden, was du damit machen wirst, wo gleichzeitig auch der Balance geändert wird. Du musst beides gleichzeitig rechnen. Sonst verlierst du den Balance. Und wenn du es getan hast, wird danach der Saturn von der 4. Wohnung alles von A bis Z transformieren.
deine vierte Wohnung. Das ist deine Hauptzentrale, lieber Löwe. Du musst es annehmen. Du musst alles gemeinsam diszipliniert und logisch schaffen. Wenn du es nicht schaffst, ist in deiner 7. Wohnung Pluto. Er wird dann, was hat er alles geschafft? Wo ist die Rechnung? Das. Okay, das ist alt, wegschmeißen und den Rest erneuern. Und was passiert mit dem Alten? Von vorne anfangen. Du hast es nicht geschafft. Du warst zu hart zu einem Thema konzentriert, weil du Löwe bist. Und du hast gesagt, du weißt es am besten. Dann wirst du auch die Rechnung akzeptieren müssen. Weil du hast dich gar nicht nach rechts oder nach links bewegt. Der Venus ist ein Zwillinge. Du müsstest mitmachen. Du hattest die Zeit, aber du warst zu stark konzentriert. Und niemand konnte dich warnen. Du hast gar nicht zugehört. Musst du. Eigentlich schuld. Ich kann nicht dafür. Jetzt kommt der Jungfrau. Liebe Jungfrau, erster Tag. Alle Möglichkeiten ausnutzen, um einen Update. Was dir einfällt oder was vor deine Tür kommt, musst du akzeptieren oder merken. You have to realize it. Merken und danach mit deinen Werten bearbeiten, damit du deine Gedanken, deine Pläne, dein Algorithmus hier, mit dem Auszeichen, dein Algorithmus hier, von der 3. Wohnung zur 9. Wohnung transformieren kannst. Das heißt, du wirst dein neuen Level aufbauen müssen. Wo ist der Stier? 7. Wohnung, Fisch, 8. Wohnung, Widder, 9. Wohnung, Stier. Die Sonne ist da. Du musst deinen neuen Lebensbereich aufbauen, Update annehmen und Richtung ändern. Und es muss alles mathematisch und logisch hinsetzen. Lang, fertig, aus. Und du musst das nächste Woche machen. Wo ist der Venus in der 10. Wohnung? Was möchtest du dann noch? 10. Wohnung, Venus, Zwillinge. Du kannst das auch machen, das auch machen. Du bist sowieso Jungfrau. Du kannst dich sowieso an rigide Rechnung ändern. Es wird zu dir fremd kommen, weil Zwillinge ist die andere Seite von Merkur. Du bist Erde. Du musst den Risiko annehmen, sonst gibt es keine Neuigkeit. Simsalabim, lieber Jungfrau. Ich kann nichts dafür, tut mir leid. Die Pläne, die Entscheidungen vergrößern und verbessern. Weil in deiner eigenen Wohnung, in Zodiac, in der 6. Wohnung, ist der Pluto jetzt gerade. Du musst Augen zu organisieren. Wenn du den Algorithmus vorbereitet hast, dann wird das schon sowieso von alleine laufen. Da brauchst du keine Angst zu haben. Jetzt kommt der Waage. Jetzt kommt der Waage. Der rosa-rote Panda. Mit dem Vergangenheit verabschieden, aber erstmal recherchieren und, wenn es möglich ist, tief recherchieren, was du jetzt gerade nutzen kannst und was du vorher nicht gesehen hast, alles mal kontrollieren. Die 12. Wohnung, Jungfrau, ist es bei dir. Sehen Sie.
Und wo ist der Venus? Die 7. Wohnung ist bei dir wieder, lieber Waage. Die 8. Wohnung ist Stier. Bei deiner Konkurrenz und Außendienst, wo du andere finanzielle, von dem Konkurrenz die finanzielle Leistung auch führen kannst. Dort ist es, du musst dich mit dem Konkurrenz auch benehmen und der Venus ist gerade in deiner 9. Wohnung. Soweit ist möglich. Du musst die Verbindungen so organisieren, so weit und so breit es möglich ist. Und dafür musst du auch deine Vergangenheit kontrollieren. Vor einem Monat, vor 2 Monaten, vor 3 Monaten, total egal. Mal gucken, ob von dort aus was Neues rauskommt. Das habe ich heute getan. Wenn da was Neues rauskommt, musst du es annehmen und deine jetzigen Situation erneuern. Wenn du es getan hast, wird automatisch der Balance sich ändern. Und da kannst du nebenbei, auch wenn der Mond in Waage ist, die nähersten Möglichkeiten ausnutzen, probieren. Wenn du es geschafft hast, ganz indiszipliniert, dann wird deine Würden, wenn der Mond in Skorpion einkommt, von alleine ändern. Und du wirst es auch merken und sehen und am Finale natürlich auch feiern können. Fertig, aus. Wo ist der Pluton? In deiner 5. Wohnung. So vorstellen bis zum... Nein, das ist unmöglich. Doch, probier es. Hast du es probiert? Nein. Probier mal. Ist es passiert mathematisch und logisch? Hinsitzen. Ja. Siehst du? Sehen Sie? Es ist passiert. Du konntest. Du hast es nur nicht vorgestellt. Und du hast unmöglich gesagt. Das ist der Überbewusstsein, wo der Pluton ist. In Wassermann. Alle Mauer hier drinnen zerstören und neue Mauer aufbauen. Dann wird dein Leben sich erneuern und verbessern. High level, wenn es possible ist, of course. Jetzt kommt es zu Skorpion. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Liebe Skorpion, um was geht's denn? Es fängt mit der Neuigkeiten bei der Außenverbindung. Was du vorher gegeben hast, jetzt kommt dir das zurück und zwar mit Neuigkeiten. Da ist der Jungfrau. Der Mond ist dort. Und wo ist der Stier? Aha. In deiner 7. Wohnung. Alles wird zu dir ernst ankommen und du wirst Anfang nächster Woche auch ernste Neuigkeiten, wo du die Entscheidung treffen musst, bearbeiten müssen. Und wo ist der Jungfrau? 11. Wohnung von, Entschuldigung, nicht Jungfrau, sondern Zwillinge. 8. Wohnung. Das heißt, in den nächsten 3 Wochen wirst du lauter Beschäftigung haben mit fremde finanzielle Kommunikationen. Du wirst von dort und du musst auch dein Algorithmus in der Richtung bewegen, weil von deinen eigenen Werten, wenn du hinterher unter dem läufst, passiert es nicht so genau, also nicht ganz, weil das finanzielle Leistung von dort aus kommen wird. Du kannst es natürlich erneuern. Wenn du es von dort aus verdient hast, dann kannst du es erst mit deinen eigenen Werten aufbauen. Aber zuerst geht es dort, weil der Mars ist im Widder. Es wird spontan Angebote und Nachrichten kommen und du musst damit rechnen, mitrechnen. Anfang der Woche 11. Wohnung. Danach 12. Wohnung,
alles kontrollieren, den Balance, weil es wird sich draußen alles ändern und du wirst innen alles kontrollieren. Weil 12. Wohnung ist Dunkelheit, mit der Vergangenheit zu tun. Aber weil der Waage ist, der wird dir erlauben, dass du die Vergangenheit, die Rechnung kontrollierst und gleichzeitig wird er in der anderen 11. Wohnung den Balance ändern. Du wirst die Möglichkeit haben, keine Angst haben. Und wenn es anfängt zur 12., 11., zur ersten Wohnung kommt, lieber Skorpion, das wird sich alles gemeinsam transformieren. Genauso hier, wie bei der Uhr, drinnen. Drinnen wird das alles so, einfach so. Innen, sehen Sie das, wie das ändert? Und das wird sich auch von draußen aus ändern. Gleichzeitig. Du musst nur mitmachen und verfolgen. Und wie machst du das? Wenn du dein Mathe und dein Logisch mit deiner Zinsen, 6. Sinn, alles in Verbindung setzen. Dein 6. Sinn, dein Logisch und dein Mathematik. Umdrehen. Camel Run. Fertig aus. Einfach so, lieber Skorpion. Und jetzt der Schütze. Der Schütze. Aha, 12. Wohnung Skorpion. Nein. Ende der Woche natürlich. Und 11. Wohnung Waage. 10. Wohnung Jungfrau. Bei der Karriere wird alles mit Neuigkeiten anfangen und es wird so schnell laufen, du kannst es kaum verfolgen. Auch du, wenn du es nicht verfolgen kannst, lieber Schütze, kann das niemand verfolgen. Tut mir leid. Und wo ist der Venus? Aber du hast Glück gehabt. Der Venus ist deine 7. Wohnung. Alles wird direkt zu dir kommen, damit du alles sofort ändern kannst, lieber Schütze. Erst wird es direkt zu dir kommen, aber du musst diszipliniert sein. Du kannst nicht sagen später, okay, ich werde es tun. Kannst du nicht, verboten. Nein, die Sonne ist ein Stier. Du musst diszipliniert bewegen. Alles. 12. Wohnung, 7. Wohnung, Zwillinge. 6. Wohnung, Stier. Deine ganze Organisationen werden aktiv sein. Die sind sowieso in der letzten Woche aktiv, weil die Sonne sowieso ein Stier ist. Aber es kann sein, es ist so, dass sich alles in dich in eine Ecke, also du wirst dich höchstwahrscheinlich so fühlen jetzt gerade, ich bin in einer Ecke, ich kann mich kaum bewegen. Ab Montag ja. Ab Montag ja. Die Neuigkeiten werden da sein und du wirst sofort mit der Venus in Zwillinge losschießen. Und dann mit der Waage alles, den ganzen Balance ändern. Du kannst auch anfangen, tief zu atmen. Und nächste Woche kannst du, wenn du alles richtig machst, mit mathematisch und logisch, zum Spiegel gucken. Wenn der Mond ins Schütze wird, nächste Woche Montag, ich bin stolz mit mir. Es war so extrem schwer. Ich dachte, ich kann es niemals schaffen. Hast du auch nicht geschafft. Wie? Du hast alles abgeschoben. Zu dieser Woche. Wie denn? Aber Pech gehabt. Die Transformation ist Ende. Jetzt kommt die Rechnung. Das oder das? Deine Entscheidung. Das oder das. Entweder stolz mit dir sein oder alles verpassen. Jetzt kommt der Steinbock. Der Steinbock, 9. Wohnung. 9. Wohnung heißt Hallo, neue Möglichkeiten. Und nicht nur neue Möglichkeiten, neue Routine. Es wird von dir verlangt. Erst vorstellen, in der 5. Wohnung, in der letzten 1 bis 2 Wochen müsstest du schon tun, wenn du es getan hast. Und wenn du die neue Routine vorgestellt hast,
bereitgestellt hast, dann werden jetzt gerade zu dieser Routine Update kommen. Es läuft alles so schnell, ich kann nichts dafür. Da wird der Update kommen und du wirst Mitte in der Woche mit deiner Karriere und dann mit dem Balance, mit dem neuen Balance rechnen müssen. Weil es wird sich alles gleichzeitig ändern, weil nicht nur der Venus ist in Zwillinge, sondern seit gestern der Uranus auch. Es wird so hart und schnell laufen, weil der Pluto ist auch in Element Luft. Der Pluto ist in Wassermann und der Uranus ist in Zwillinge. Zweimal Luft. Es wird so schnell laufen, lieber Steinbock. Und wenn du vorher den Risiko angenommen hast, dann wirst du jetzt gerade Glück haben. Aber wenn nicht, da musst du zweimal Mühe geben und gleichzeitig die Rechnung bezahlen. Weil du hattest nicht gemacht. Tut mir leid. Mathematisch. Und logisch. Und das ist fair. Du kannst nicht sagen, das ist nicht fair. Das ist fair. Du hast es nicht getan. Du warst mit der Neuigkeit nicht einverstanden. Du hast immer gesagt, okay, ich werde das überlegen. Okay, das ist schwierig, aber das ist Risiko. Darfst du deine Entscheidung. Dann wirst du danach die Rechnung zahlen müssen. Und die Rechnung kommt diese Woche. Arrivederci. Die Rechnung bedeutet sowieso der Balance. Und der Balance ist in deiner 10. Wohnung. Waage. Und danach Final Destination. Du wirst Ende der Woche den neuen Balancerechnung warten. Aber es wird von deinen Händen an Rechnung kommen. Halt, was ist denn das? Ihre Rechnung. Warum kommt sie nicht wie alle Normale von der Tür? Weil das von der Vergangenheit kommt. Ja, siehst du? Vergangenheit? Ja, Vergangenheit, ich kann nichts dafür. Jetzt Aquarius. 7. Wohnung, Löwe ist bei dir. 7. Wohnung, hier mit dem Maus sage ich Löwe. 8. Wohnung, Jungfrau. Von der Konkurrenz Nachrichten bekommen. Auch Angebote werden dabei sein und auch die Neuigkeiten, die von dem die Konkurrenz wird dir Neuigkeiten bringen. Und die Personen, die von deinen Gelegenheiten staunen sind, das ist ja sehr interessant. Wie hast du es geschafft? Kannst du es für mich auch machen? Ja, es kostet das. Das wird von dort aus kommen. Das wird dir helfen, damit du zu deinem neuen Level damit dein totaler Algorithmus richtig hinsetzt. Das wirst du fühlen. Natürlich, wenn du den mathematisch und logisch beibehaltest, nur die verfolgst. Wenn du es geschafft hast, dann wirst du alles ganz mit hellen sehen können. Die Möglichkeit wird da sein. Nachdem wird der Mond zur Waage kommen. Und das ist deine 9. Wohnung. Und du wirst sagen, Gott sei Dank habe ich getan. Weil deine 2. Wohnung Fisch, 3. Wohnung Widder und 4. Wohnung Stier ist. Die Sonne ist dort. Er erwartet von dir jede Art von Gelegenheit, Neuigkeit. Wenn du nichts machst, wird es trotzdem laufen, aber der Pluton wird dir danach eine Rechnung schicken. Okay, das ist gut, aber du müsstest gleichzeitig die Update annehmen. Hast du die genommen? Und wenn du Nein sagst, weil der Pluton ist in deiner 1. Wohnung, dann tut mir leid, muss ich das sofort zerstören, weil
die Zeit läuft so schnell und du musst gleichzeitig auch Neuigkeiten annehmen. Weil in deiner 5. Wohnung die Stier ist. Der Zwillinge ist, Entschuldigung. Da ist Uranus. Es wird so wie ein Blitz kommen, die Vorstellung. Du musst die sofort schnappen und bearbeiten. Fertigstellen, Entscheidungen treffen und danach feuerfrei sein. K.O. Jetzt kommt der Fisch. Lieber Fisch, bist du bereit? Der Mond wird in deiner 7. Wohnung sein und du wirst Anfang der Woche alles A bis Z sehen können, anfassen und es wird gleichzeitig sagen, du hast angefasst. Du solltest nicht. Ich habe das gesehen. Das war für mich fertig. Das war für mich fertig. Jetzt wird sich in der Sekunde der Balance ändern. Ich kann nicht stoppen, aber ich habe nur Kontrolle. Darfst du nicht. Wenn du es anfasst, dann heißt es für mich, er hat das akzeptiert. Fertig, aus. Wenn du das akzeptierst, musst du jetzt gerade die Aktivation fortfahren und dann wirst du auf dem Bazar das mit dem Konkurrenzen vorstellen und die werden Angebote vorlegen und mit seinen finanziellen Leistungen wirst du Doppelgewinn haben. Aber wenn du es tust, natürlich. Und das wird von deiner nächsten Umgebung kommen, weil Fische ist Aszendent, hier, Fische Aszendent. 2. Wohnung ist der Widder. 3. Wohnung ist der Stier. Die Sonne ist da. Die näherste Umgebung. Von dort aus wird alles kommen. Und der Uranus und der Venus ist in deiner 4. Wohnung. Du wirst alles von A bis Z ändern müssen. Und es wird doppelseitig kommen. Bist du dafür bereit? Du bist ein Genius, Fisch. Das musst du doppelt bearbeiten und doppelt schaffen. Sonst wirst du von deiner eigenen Kraft und Energie bestraft. Weil der Pluton ist bei dir in der 12. Wohnung. Der macht alles hier von innen. Denn da wirst du die Strafe von hier bekommen. Ich bekam mal Krieg. Normal. Ist doch normal, oder? Du hast das nicht akzeptiert, ne? Was denn? Das erklärt mir schon alles. Dankeschön. Ich war ein bisschen faul dafür. Also das haben wir alle schon gedacht. Wir haben nur erwartet, dass du es richtig zugibst. Jetzt hat er es getan. Und jetzt kommt von hinten, das ist die Rechnung, bitte annehmen. Ja, ich kann nicht dafür. Mathematisch und logisch. Du hast beide nicht akzeptiert. Du hast immer deine Hormone und Gefühle verfolgt. Niemals deinen 6. Sinn. Überraschung. Leute, das war's heute. Ich bedanke mich für allen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Ozan Kortbay aus Montenegro. Schönes Wochenende und Arrivederci. Ciao.